Hallo ihr da draußen, hier bin ich wieder. Ihr seht mich hier sitzen und ich lade dich auch ein, dich hinzusetzen. Entweder auf einen Hocker oder auf einen Stuhl mit gerader Lehne, an den du dich gerade nicht anlehnst, auf ein Meditationskissen oder auf den blanken Boden, je nachdem im Schneidersitz oder vielleicht sogar mit ausgestreckten Beinen. Irgendwo, wo du die Pobacken unter dir gut spüren kannst. Ich mag dir noch eine der richtigen Julie-Übungen zeigen. Ähm, Das ist schon eine fortgeschrittene Übung, aber wenn du jetzt einige oder viele von den Videos gesehen hast, bist du vielleicht auch auf diese Übung neugierig. Die Übung, die heißt Eierlegeatmen. Bei dieser Übung des Eierlegeatmens geht es ganz viel um unseren Beckenboden und das ist eine Körperzone, die uns normalerweise nicht so gewahr ist. Euch Frauen ist diese Zone gewahr, wenn ihr mal Kinder bekommen habt und dann nach der Geburt ganz viel Beckenbodentraining macht. Uns Männern fällt das noch seltener auf, es sei denn, wir haben irgendwann unseres Lebens Erektionsprobleme oder nach Problemen mit der Prostata kriegen wir dann Aufgaben, den Beckenboden zu trainieren, damit unsere Inkontinenz wieder aufhört oder dass wir die Fähigkeit zur Sexualität wieder gewinnen. Beim klassischen Beckenbodentraining tut man den Beckenboden eher nach innen ziehen und dann loslassen. Und bei Julies Übung ist die Bewegung andersrum. Jetzt tue ich dich aber erstmal einladen, überhaupt Kontakt mit deinem Beckenboden aufzunehmen. Das ist die Zone zwischen den Beinen, die alle Organe, die innen wohnen, davon abhalten, unten rauszufallen. Also eine kostbare Zone. Ich hoffe, dass du sie spüren kannst, dass du sie wahrnehmen kannst. Und ich lade dich jetzt erstmal ein, dass du sie sanft nach innen ziehst, den Beckenboden, und wieder loslässt. Vielleicht nochmal nach innen ziehst und loslässt, dass du überhaupt ein Gespür dafür bekommst. Da ist sowas wie ein Beckenboden. Da, wo dein Rumpf aufhört und deine Beine anfangen. Und wenn du ein Gespür hast, da ist das da, dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, dass man diese Bewegung auch umkehren kann. Und die Julie lädt uns ein, diese Bewegung ganz, ganz sanft zu machen. In ihrem Buch und auch in ihren Kursen hat sie uns immer vorgeschlagen, wir sollen uns vorstellen, als Frauen können wir uns vorstellen, dass wir aus der Vagina ganz sanft ein Ei legen. Und als Männer können wir uns vorstellen, dass wir sehr vorsichtig, ganz vorsichtig und sanft die Hoden ablegen. Also es ist eher eine energetische Bewegung nach unten, als dass wir wirklich drücken. Mach das bitte nicht, das tut nicht gut. Also wenn du jetzt ganz, ganz sanft nach unten drückst, als würdest du ein Ei legen oder die Hoden ablegen, und dann lass wieder los. Drück nochmal ganz sanft nach unten und lass wieder los. Und jetzt verbinden wir das mit dem Atem. Wenn du einatmest, dann drücke gleichzeitig ganz sanft energetisch nach unten, als würdest du ein Ei legen. Dann halt die Luft einen kleinen Moment an und halt den Druck aufrecht und beim Ausatmen lass wieder los. Diese energetische Bewegung nach unten drücken und gleichzeitig einatmen stärkt dich in deinem Becken, stärkt deine Mitte. Sie bringt dich in die Mitte, sie macht dir deine Mitte gewahr und gleichzeitig hat sie einen wunderbaren Effekt, dass sie dir hilft, Angst zu regulieren oder wenn du dich erschreckt hast. Weil wenn wir Angst haben oder wenn wir frisch erschreckt sind, dann ist das immer so, als würde man uns den Boden unter den Füßen wegziehen und dann saust unsere ganze Energie nach oben.
Und dann haben wir keinen Schwerpunkt unten mehr und sind ganz leicht umzuschubsen. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ja? Und dann ist die Energie hier oben und wir fühlen uns bodenlos. Und durch diese simple kleine Übung kriegen wir die Stabilität in unserer Körpermitte zurück. Und sie macht uns gewichtiger, im positiven Sinn. Und sie gibt uns Präsenz. Wir sind mehr da, weil wir auch hier oben und im Geist viel besser da sind, wenn wir eine stabile, ausgeglichene Mitte haben. Dafür hilft diese Übung. Wenn wir sie gleich wieder üben und vertiefen diese Übung, stell dir vor, dass du, wenn du nach unten drückst und einatmest, von unten einatmest. Also von unten Energie hochziehst, während du natürlich durch Mund oder Nase einatmest. Die Energie für einen Moment hältst, die nach oben steigt, einen Moment hältst, 1, 2, 3 Sekunden, und wenn du ausatmest, lässt du alles wieder nach unten rausfließen. Also lass es uns miteinander probieren. Also du drückst ganz sanft nach unten, atmest ein und ziehst Energie nach oben. Hältst 1, 2, 3 und atmest langsam aus und lässt alles los. Ich kann bei dieser Bewegung ganz deutlich spüren, wie mein Becken ein klein bisschen nach unten sinkt und schwerer wird auf dem Bänkchen, auf dem ich sitze. Also mache ich es nochmal. Ich mag die Bewegung. Über die wachsende Gewichtigkeit in meiner Mitte entspannt sich mein ganzer Körper nach oben. Der fühlt sich sicher und das freut meinen Oberkörper und meinen Geist. Lass uns die Übung noch 2, 3 Mal wiederholen. Und nach 3 wieder ausatmen. Gerne auf den Ton A, weil dieses A streichelt alle Gewebe und alle Räume innen und lässt dich auch wissen, dass du gerade was Schönes machst. 2 Mal noch. Also sanft nach unten drücken, beim Einatmen Energie nach oben ziehen, kurz anhalten und beim Ausatmen alles nach unten sinken lassen. Kurz Luft anhalten, Energie oben halten und beim Ausatmen loslassen. Einmal noch. Atme ganz normal weiter und konzentriere dich für eine Weile auf die Empfindungen, die du in deinem Becken hast. Und genieß die Gewichtigkeit, die da gerade ist und die sich ausbreitet. Und die Sicherheit. Wenn du diese Übung machst, wenn du sie auch übst in angstfreien Zonen, dann hast du immer ein bisschen Reserve für schwierige Zeiten. Und solltest du mal wirklich Angst haben und die Übung fällt dir ein, dann hilft dir das ganz schnell wieder in deine Mitte zu kommen. Eine echte Julie-Übung. Und jetzt lade ich dich ein, damit all das, was du gerade neu gelernt hast, sich in deinen Körper hineinwohnen kann, dass du es dir bequem machst und du dich hinlegst und noch ein Nickerchen machst. Und für ein paar Minuten ruhst. Dankeschön.